Ein Weg in die Zukunft. Der Himmel war grau und ein kühler Wind wehte durch die Straßen Kölns. Mali, eine 24-jährige Frau aus Thailand, war erst seit 2 Wochen in Deutschland. In ihrer grauen Mütze und mit einem schwarzen Rucksack ging sie langsam zur Sprachschule. Sie fühlte sich fremd, nicht wegen des kalten Wetters oder der hohen modernen Häuser, sondern wegen der seltsamen Stille in ihrem Inneren. Es war die Stille, die kommt, wenn man die Sprache nicht versteht. Mali hatte in Thailand Informatik studiert. Ihr großer Traum war es, in einer IT-Firma in Europa zu arbeiten. Nach vielen Monaten hatte sie endlich ihr Visum für Deutschland bekommen. Sie kam mit viel Hoffnung nach Köln. Aber bald merkte sie, der Weg zu ihrem Traumjob ist nicht einfach. In den ersten Tagen war Deutschlernen für sie wie barfuß auf Steinen zu laufen. Jedes Mal, wenn sie den Klassenraum betrat, fühlte sie sich verloren. Die Lehrerin sprach schnell, die Mitschüler machten Witze, und Mali konnte nur schauen und künstlich lächeln. Selbst beim Einkaufen im Supermarkt verstand sie nichts. Wenn der Verkäufer fragte, »Möchten Sie eine Tüte?«, schaute sie nur und schwieg. Sie wusste nicht, was Tüte bedeutet. Mali wohnte in einem kleinen Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Ihre 2 deutschen Mitbewohner luden oft Freunde ein. Mali hörte nur Lachen und Gespräche, die wie ein Rätsel für sie waren. Manchmal weinte sie abends im Bett. Sie dachte, habe ich einen Fehler gemacht? Vielleicht hätte ich in Thailand bleiben sollen. Aber Mali war keine, die schnell aufgibt. Eines Tages, nach dem Unterricht, entschied sie sich zur Stadtbibliothek zu gehen. Dort war es ruhig. Sie fing an, einfache deutsche Bücher zu lesen, Kindergeschichten. Jeden Tag eine Geschichte. Sie legte ein kleines Heft an und schrieb neue Wörter mit Beispielsätzen hinein. Sie schaute auch deutsche Zeichentrickfilme und stoppte oft die Untertitel, um die Wörter zu verstehen. Nach einiger Zeit begann sie zu sprechen. Langsam, mit Angst. Doch als der Verkäufer wieder fragte, »Möchten Sie eine Tüte?«, sagte sie dieses Mal mit einem Lächeln, »Ja, bitte, eine Tüte.« Der Verkäufer lächelte zurück, und Mali fühlte, wie ein großer Knoten in ihrem Herzen aufging. Mit der Zeit schaffte sie die B1-Prüfung. Sie merkte, jetzt kann ich mich auf Deutsch ausdrücken. Ich darf Fehler machen und trotzdem weitermachen. Eine Lehrerin gab ihr den Tipp, sich für ein Praktikum bei einer IT-Firma zu bewerben. Mali war erst unsicher, aber nach ein paar Tagen übersetzte sie ihren Lebenslauf ins Deutsche und schickte ihn ab. Sie schrieb über 50 Bewerbungen. Immer wieder bekam sie Absagen. Es war wirklich schwer, einen Platz zu finden. Doch 2 Wochen später bekam sie eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Am Morgen des Gesprächs war sie sehr nervös und konnte nichts essen. Aber als sie die Firma betrat, sagte der Interviewer mit einem Lächeln, »Keine Sorge, wir wissen, Deutsch ist nicht einfach.« Mali fühlte sich sofort besser. Das Gespräch war auf Deutsch und Englisch. Sie machte viele Fehler, aber sie zeigte ihre Motivation. Einige Tage später bekam sie eine E-Mail mit den Worten, »Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie für das Praktikum angenommen wurden.« Mali lachte laut in ihrem kleinen Zimmer. Diesmal kamen ihr die Tränen, aber vor Freude. 3 Monate später hatte sie viel gelernt und konnte mit ihren Kollegen besser sprechen. Dann bewarb sie sich für eine feste Stelle in der Firma und wurde genommen. Heute versteht sie alles in den Teammeetings und spricht selbstbewusst mit. Nach einem Meeting sagte ihr Chef, »Am Anfang war es sicher schwer für Sie, aber jetzt sprechen Sie richtig gut Deutsch.« Und Mali antwortete mit einem Lächeln, »Danke, ich habe viel gelernt und ich lerne immer noch.« Sie wusste, der Weg des Lernens hört nie auf. Aber jetzt ging sie mit mehr Selbstvertrauen, nicht nur in der Sprache, sondern auch im Leben.